Herr Hitz, Sie sind im Alter von 16 Jahren schwer erkrankt und erlebten dann in der Folge eine Nahtoderfahrung. Was war die Vorgeschichte? Mit 16 Jahren war ich, als ich aus der Schule kam, eine Zeit lang sehr krank. Also ich hatte Schnupfen, hatte lang Fieber. Ich war dort, wollte ich in die Kunstgewerbeschule gehen. Das war eine sehr strenge Aufnahmeprüfung zu dieser Zeit. Und ich war sehr in einem Stress. Ich wollte immer Grafiker werden und das war mein Traum. Und bin dann nicht reingekommen in diese Schule und dieser Schnupfen, der ging einfach nicht weg. Und so bin ich dann zum Arzt und als man die Untersuchung gemacht hat, hat man gemerkt, dass das Blutbild nicht stimmt und dass ich schwer krank bin und bin dann mit 16 Jahren in den Spital gekommen und hatte Leukämie. Und in diesem Alter wusste ich gar nicht, um was es geht, was diese Krankheit ist. Ich habe mich natürlich noch nie auseinandergesetzt mit dieser Situation und bin dann während 2 Jahren war ich da im Spital, immer wieder in Behandlung, Chemotherapie und ja, das war eine schwierige Zeit. Wie kam es zur Nahtoderfahrung und wie haben Sie diese erlebt? Während diesen 2 Jahren, als ich da für diese verschiedenen Zeiten im Spital war, habe ich auch eine Operation gehabt. Da war ich im Inselspital Bern und zu dieser Zeit, das ging mir körperlich nicht sehr gut und ich bin jemand, der Schmerzmittel und Anästhesie nicht wirklich gut verträgt. Also es gab dann Komplikationen und ich bin aus dem Körper raus und habe mich beobachtet, habe die ganze Szene beobachtet, wie sie operiert haben. Ich bin oberhalb von mir geschwebt und habe gehört, was die Ärzte sagen. Ich habe gesehen, wie sie operiert haben mit Instrumenten, die ich noch nie gesehen habe in meinem Leben. Das war eine unglaubliche Erfahrung. Also sie hat mich bis heute, sie hat mich geprägt, prägt mich immer noch heute. Es war ein wunderschönes Erlebnis. Es war, ich habe mich absolut im vollen Bewusstsein erlebt, habe gesehen, wie sie da operiert haben. Es war einerseits ein unglaublicher Friede dort, Licht. Ich habe die ganze Szenerie beobachtet. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat. Für mich war völlig klar, jetzt, dass ich war, also das Bewusstsein war absolut klar und ich war in dieser absoluten Präsentheit. Das ist noch schwierig, Worte zu finden für dieses Erlebnis. Dann bin ich zurückgekommen und habe dann erzählt, was passiert ist. Und die Ärzte haben dann gesagt, ja, das kann nicht sein. Und ich habe dann das erzählt allen Ärzten, die wollten das natürlich dann wissen. Und die haben dann das bestätigt, dass was ich gesehen hatte, dass das richtig war, auch was sie gesagt haben. Also die Ärzte haben da etwas über Privates geredet und auch die Instrumente, die ich gesehen habe, zum ersten Mal in meinem Leben, die wurden bestätigt und es hat geheißen, ja, stimmt, das waren diese Instrumente. Dieses Erlebnis, das konnte ich zu dieser Zeit gar nicht einordnen. Ich wusste gar nicht, was ist da mit mir passiert. Ich wusste einfach, ich bin da in den Körper raus und rein und war aber im vollen Bewusstsein und als ich zurückgekommen war aus der Narkose eben, das war nicht so gut, weil ich nicht mehr atmen konnte und das war so der Moment, wo ich dann anfing zu suchen, was ist mit mir passiert. Können Sie noch die Distanz etwa definieren, aus welcher Distanz Sie außerhalb Ihres Körpers diese Operation beobachtet haben? Ich war wie im Zimmer, oberhalb wie an der Decke. Also ich habe von relativ weit zugeschaut, wie ich operiert wurde. Es gibt Stimmen, die sagen, ja, das sei durch
irgendwelche chemische Substanzen werden das erzeugt, dass das eigentlich nur ein Irrbild ist, das der Körper vortäuscht. Ist dieses Ereignis für Sie real oder hätte das auch eine Art Albtraum sein können? Ja, das ist richtig. Zur Zeit von Kübler-Ross und Dr. Moody, als die ersten Sterbeforschungen betrieben wurde das viel angeführt. Wenn man so etwas erlebt hat, das ist kein Traum. Ich war vom Bewusstsein her, ich sage immer so wie etwa mit 20 Tassen Kaffee, das Bewusstsein war so klar und ich war so klar außerhalb vom Körper, das hat mit Träumen oder sowas überhaupt nichts zu tun, weil ich habe mich als ganz erlebt. Ich habe jetzt nicht an meinem Körper runtergeschaut, aber ich wusste, ich bin ganz. Ich kann das wie nicht anders sagen. Viel wird ja auch angeführt, dass man entweder hört oder entweder sieht. Bei mir war beides der Fall. Also ich habe die ganze Operation beschrieben den Ärzten. Also ich habe beschrieben, was sie getan haben, neben die Instrumente. Und ich habe auch beschrieben, was sie erzählt haben. Und zwar nicht nur ein Wort, sondern was der Inhalt der Diskussion war. Und das ist etwas, wo ich nicht im Körper gewesen bin und ich habe noch zugehört, sondern das war im vollen Bewusstsein. Und das Bewusstsein war aber übersteigert. Ich kann das wie nicht in Worte fassen. Es war einfach klarer wie noch sonst. Ich war klar, ich selbst, außerhalb und über der ganzen Szenerie. Nach dem Spitalaufenthalt hat sich bei Ihnen eine Art Hypersensibilität entwickelt. Wie hat sich das geäußert? Als ich dann aus dem Spital kam, wollte ich natürlich wissen, was ist passiert. Ich habe gemerkt, ich habe mich angefangen zu verändern. Ich habe einfach viel mehr gespürt. Wenn man heute zum Beispiel die Bücher liest von Dr. Pim van Lommel, das ist der Herzchirurg in Holland, der erzählt das auch. Ich habe dann einfach, als ich aus dem Spital kam, habe ich die Mitmenschen einfach viel mehr gespürt. Ich habe sofort gemerkt, wie es jemandem geht. Das hat sich mit der Zeit auch noch verstärkt. Und so mit etwa 22 dann habe ich dann auch Energien angefangen zu sehen und was aber eigentlich so, sage ich mal, das Schwierigste war, wenn man mal draußen war, das war ein wunderschönes Erlebnis für mich. Und ich hatte da ein bisschen Sehnsucht, wieder dort in diese Welt zu gehen. Das war auch etwas, was sehr, sehr stark war, dieses Gefühl, eigentlich zurückzugehen sage ich jetzt mal, in die Heimat. Dann wollte ich natürlich auch wissen, ja, was ist passiert. Die Ärzte haben da keine Stellung genommen dazu, was da mit mir passiert ist. Und als junger Mensch habe ich Bücher gelesen, wissenschaftliche Bücher, spirituelle Bücher. Ich wollte wissen, was die Religionen dazu sagen, was passiert nach dem Tod, was passiert, geht es weiter nach dem Tod, was ist mit mir geschehen, warum habe ich mich außerhalb von meinem Körper erlebt. Und das war dann wirklich für mich wichtig im Leben bis heute, dass es tragend war, weil man ist nicht mehr dasselbe, man hat andere Werte, man spürt mehr, der Humor wird anders. Viele Mitmenschen begreifen dann nicht mehr, warum ist der so oder warum spürt der so viel. Und das musste ich dann lernen, mit dem umzugehen und die Mitmenschen wahrscheinlich auch. Wenn Sie so zurückblicken, was für Auswirkungen hatte diese Erfahrung auf Ihre weitere Entwicklung? Im Nachhinein muss ich sagen, bin ich sehr froh, habe ich das überhaupt erlebt. Für mich ist es klar, es geht weiter nach dem Tod. Das ist für mich nicht ein Glaube, sondern ich weiß, dass ich habe das erlebt.
das hat einfach auch viele Konsequenzen. Es ist nicht schlecht, wenn man sich mit dem Tod beschäftigt, weil wenn man sich mit dem Tod beschäftigt, beschäftigt man sich auch mit dem Leben. Was will ich hier? Warum tue ich was? Wenn ich das nicht hätte, wenn ich nicht wüsste, dass es weitergeht nach dem Tod, ich wüsste nicht, wie ich leben würde. Das hat für mich auch viel mit, warum ich etwas tue. Warum soll ich Moral leben? Oder warum soll ich Menschen helfen, wenn es fertig ist nach dem Tod? Und das war für mich immer dann auch die Auseinandersetzung, ja, gibt es auch, was die Religionen sagen, was ist das Bardo, was ist das Fegefeuer bei den Katholiken. Also wir sind, das ist ein bisschen meine Meinung, wir sind, ob wir das bewusst wollen oder nicht, immer ein bisschen, sage ich mal, jenseits getrieben, weil wenn wir auf die Welt kommen, wissen wir gehen auch irgendwann. Und es beeinflusst unser Leben bewusst oder unbewusst. Und ich musste einfach wissen, was da passiert ist und bin ja eigentlich mein Leben lang immer mit diesem Thema unterwegs. Und es hat, sage ich mal, bis 30 gedauert, weil diese Sehnsucht war schon stark, auch das Gefühl von wieder aus dem Körper wollen. Das war einfach ein unglaubliches Erlebnis, das kann man nicht in Worte fassen. Und ein schönes Erlebnis und eben ein Erlebnis von nach Hause kommen. Und es prägt mich heute noch. Herr Hitz, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen auch.